Wer arbeitet denn jetzt zu wenig? Zum Beispiel, ja, machen wir es konkret. Zum Beispiel Rentner in Deutschland wollen sie nicht zwingen zu arbeiten, sondern wir wollen sagen, die Arbeitsstunden insgesamt sind zu wenig in Deutschland. Es muss niemand arbeiten, aber wir setzen diesen Anreiz. Ob die dann 40 Stunden arbeiten oder 20 Stunden, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Hey Leute, willkommen in der Realität. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann behauptet, Rentner arbeiten zu wenig. Seine Lösung? Eine sogenannte Aktivrente, bei der Rentner bis zu 2.000 € im Monat steuerfrei hinzuverdienen können, wenn sie weiterarbeiten. Aber ist das gerecht? Wie sollen Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, jetzt noch mehr leisten? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft und den Generationsvertrag? Lasst uns gemeinsam hinter die Kulissen blicken. Wenn euch dieses Thema bewegt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Auf geht's! Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Diese 3 berufstätigen Frauen erklären, warum sie von diesen Forderungen nichts halten. Jessica ist Schauspielerin und alleinerziehende Mutter einer 6-jährigen Tochter. Also ich fühle mich von Herrn Merz nicht angesprochen als alleinerziehende Mutter. Ich habe das Gefühl, das kann sehr gut vielleicht zutreffen auf jemanden, der alleinerstehend ist, keine anderen Verpflichtungen hat. Von mir aus gesehen denke ich, dass ich so viel arbeite, wie nur geht und total am Struggeln bin. Ich hatte mein Kind schon krank bei irgendwelchen Workshops dabei, weil ich wusste, okay, wenn ich sie jetzt nicht mitnehme, dann bekomme ich das Geld nicht. Julia hat nach 2 Todesfällen in ihrem privaten Umfeld ihre Arbeitszeit bewusst reduziert. Auf 4 Tage 80% Gehalt. Jeder Hobbysportler weiß es, wenn ich regelmäßig Pause mache, nur dann kann ich gut Leistung bringen. Und das ist im Job genauso. Seit ich Teilzeit 4 Tage arbeite, merke ich, dass es mich einfach mehr ausgleicht. Ich im Job leistungsfähiger bin, ich produktiver arbeiten kann. Deshalb widerspricht sie Merz auch deutlich. Er sagt ja, wir müssen produktiver werden und wir sollen effektiver arbeiten. Und für mich ist mehr Arbeiten nicht gleich effektiver arbeiten. Wenn ich effizienter, effektiver arbeite, dann heißt es für mich, ich schaffe meine Arbeit vielleicht sogar in weniger Stunden. Verdi-Mitglied Alessandra, Krankenpflegerin in einer Klinik, arbeitet vertraglich 32 Stunden. In der Realität aber deutlich mehr. Mein Arbeitszeitkonto sagt gerade, ich bin mit 49 Stunden in den Überstunden. Ohne Überstunden wäre es gar nicht möglich, den Personalmangel überhaupt zu kompensieren. 40 Stunden sind für mich keine Option, weil ich einfach gesundheitlich und persönlich keine Kapazitäten dafür habe. Was sagt sie zu solchen Tönen aus der CDU? Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können. Diese Sprechweise von Herrn Merz löst bei mir wirklich große Wut aus, weil er offensichtlich nicht die Realität von den arbeitenden Menschen widerspiegeln kann. In Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft mehr. Meine Leistung ist, wenn in meiner Schicht keiner stirbt. Es klingt so profan, wie es ist, aber dafür bin ich zuständig. Ich arbeite zu viel für zu wenig Geld und ich könnte auch nicht mehr arbeiten. So, ich freue mich, dass wir die Runde erweitern und begrüße Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall und SPD-Mitglied und den Präsidenten des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Scholarek. Schön, dass Sie da sind. Frau Benner, erfahren Sie das auch so? In Deutschland gibt es keine Leistungsbereitschaft mehr. Nee, ich muss sagen, ich erfahre das wirklich anders und vor allem erfahre ich im Moment eine ganz große Wut bei unseren Beschäftigten und auch bei unseren Mitgliedern. Ich will mal sagen, wir haben im Moment in Deutschland über 1 Milliarde Überstunden, die geleistet werden und davon die Hälfte unbezahlt. Also von daher ist es wirklich, finde ich, ein Hohn zu unterstellen, dass die Menschen nicht bereit sind, mehr zu arbeiten und nicht leistungsbereit sind. Wir haben im Moment eine andere Situation.
Wir haben wirtschaftliche Schwierigkeiten auch bei uns in den Unternehmen. Und es ist so, dass wir gemeinsam mit Betriebsräten, IG Metall, eher vereinbart haben, wir müssen Arbeitszeit absenken, damit die Unternehmen wirtschaftlich im Moment durchkommen, weil wir zum Teil Auftragseinbrüche haben. Ob das im Handwerk ist, im Wärmepumpenbau, in kleineren Unternehmen, aber auch in großen Konzernen. Und das stößt auf echt viel Unverständnis im Moment in den Belegschaften, wenn dann gesagt wird, da gäbe es keine Leistungsbereitschaft. Lassen wir Carsten Linnemann gleich darauf antworten. Möchte erst mal den Wissenschaftler fragen, ist es belegt, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich, auch im europäischen Vergleich, weniger arbeiten? Ja, das kann man sagen. Also wenn wir uns die Arbeitsstunden pro Einwohner im erwerbsfähigen Alter angucken, das ist sozusagen die sinnvolle Vergleichsbasis, dann arbeiten wir etwa 30% weniger, zum Beispiel als unsere polnischen Nachbarn. Und da kann man ja mal ein Gedankenexperiment anstellen. Was wäre, wenn wir alle 30% mehr arbeiten würden und diese Arbeitsstunden etwa so produktiv wären wie die wir im Mittel haben, dann wäre unsere Volkswirtschaft 30% größer. Dann hätten wir ein Bruttoinlandsprodukt nicht von 4,5 Billionen, sondern von 6. Unsere Staatsschuldenquote würde unter 50% wahrscheinlich sinken. Herr Linnemann könnte trotz Sondervermögen wieder gut schlafen. Wir hätten 1/3 mehr Steuereinnahmen, könnten also die gleichen Einwohner mit 1/3 mehr Infrastruktur, Verteidigung etc. versorgen. Also da ist schon im internationalen Vergleich etwas dran, dass wir auch im europäischen Vergleich inzwischen auffallend wenig Arbeitsstunden leisten. Gut, der Wissenschaftler gibt Ihnen gewissermaßen recht. Und dennoch würde ich gerne mal diesen absoluten Satz von Ihnen hinterfragen. Es gibt gar keine Leistungsbereitschaft mehr. Wen meinen Sie, wenn Sie das sagen? Es gibt Millionen Menschen in Deutschland, 46 Millionen Erwerbstätige, 35 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die jeden Tag arbeiten ohne Ende und das Gefühl haben, es bleibt nichts übrig. Und wenn die dann sehen, dass es Zehntausende gibt in Deutschland, die das Sozialsystem ausnutzen, dann haben die das Gefühl, es geht nicht gerecht so in Deutschland und es ist die Leistungsbereitschaft. Jetzt reden Sie über Bürgergeldbezieher. Ja, nee, aber das ist der Zusammenhang. Oder nehmen Sie das Zitat von Friedrich Merz, wenn er sagt, 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance, so funktioniert das nicht. Er bezieht sich auf die Forderungen, die viele haben, dass sie sagen, wir möchten gerne weniger arbeiten, 4 Tage, die Gewerkschaften, einige fordern das, bei gleichem Lohn. Und das funktioniert natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Und das ist der Punkt, den er hat. Ansonsten kann ich nur sagen, die Leistungsbereitschaft ist da. Die Menschen haben nur das Gefühl, dass die Abgaben und die Steuern so hoch sind, dass die Stunde Mehrarbeit oder insgesamt das Arbeiten nicht mehr lohnt. Und es gibt andere, die die Leistungsbereitschaft nicht zeigen und Geld vom Staat bekommen. Das ist doch, aber das verstehe ich nicht. Das ist eine Bürgergelddiskussion und das andere ist eine Arbeitsmoraldiskussion, die Sie hier führen, wenn Sie sagen, wir haben keine Leistungsbereitschaft mehr und wenn Herr Merz sagt, wir müssen mehr und effizienter arbeiten. Da reden wir nicht über die, die gar nicht arbeiten. Richtig, und da können wir ja mal, da können wir ja mal drüber reden. Aber wen meinen Sie denn darunter? Welche Leute können wir ganz konkret machen. arbeiten Ihrer Meinung nach nicht? Warum strengen die sich nicht an? Wieso arbeiten die zu wenig? Die strengen sich alle an, aber die Frage muss ja von Herrn Schularek beantwortet werden, warum Deutschland seit 10, 12 Jahren im Durchschnitt 1000 Stunden im Jahr arbeitet und die Griechen zum Beispiel 2013 900 Stunden gearbeitet haben und jetzt 1200 uns überholt haben. Da kann man jetzt sagen, die anderen sind alle schuld und die Griechen sind besser. Man kann aber auch sagen, wir als Staat sind schuld. Und das ist meine Haltung. Wir haben 10 Jahre Wachstum gehabt, von 2010 bis 2020. Dann kam Corona. Dann haben wir so getan, als ob das Geld von oben regnet und wir können alles bezahlen, Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen für die Unternehmen. Und jetzt haben wir eine Situation, dass die Beitragssituation so stark schmerzt für die Beschäftigten und wir so viele Steuern bezahlen, dass die Beschäftigten das Gefühl haben, es lohnt sich gar nicht mehr zu arbeiten. Und das ist der Punkt, den ich machen will. Aber um es noch einmal festzuhalten, wer arbeitet denn jetzt zu wenig? Zum Beispiel, ja, machen wir es konkret, zum Beispiel Rentner in Deutschland. Dafür wollen wir eine Aktivrente schaffen. Wir wollen sie nicht zwingen zu arbeiten, sondern wir wollen sagen, die Arbeitsstunden insgesamt sind zu wenig in Deutschland. Und wir wollen 2.000 € allen Rentnern in Deutschland, möglichst ab dem 01.01.2026, die ersten 2.000 € im Monat steuerfrei stellen. Es muss niemand arbeiten, aber wir setzen diesen Anreiz. Ob die dann 40 Stunden arbeiten oder 20 Stunden, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Meine Prognose ist, dass Zehntausende, vielleicht sogar eine 6-stellige Zahl, in den nächsten 4 Jahren länger arbeitet. Das ist unser Ziel und dann erhöhen wir die Arbeitsstunden.
Vielleicht können Sie mir beide helfen. Was ist das für eine Strategie der CDU zu sagen, wenn ich jetzt so höre, Rentner sollen eine 4-Tage-Woche machen? Das scheint ja nicht ganz sollen. Ich habe gesagt freiwillig. Wir haben ja auch eine Menge Leute, Entschuldigung, wir haben auch eine Menge Menschen, die schaffen es überhaupt nicht, jetzt im Moment ihr normales Renteneintrittsalter zu erreichen, weil sie so in schwierigen Jobs sind und weil sie es körperlich einfach überhaupt nicht mehr hinbekommen. Ich meine, wir haben einfach immer noch eine Menge, wir haben vorhin die Pflegerin gesehen, wir haben einfach eine Menge Jobs in Deutschland, die sind starken psychischen oder körperlichen Belastungen ausgesetzt. Und ich meine, wenn das denn helfen würde, können die arbeiten, wie sie wollen. Das können die übrigens heute schon. Also heute schon können auch Menschen, die in Rente sind, können ja arbeiten. 2.000 € Steuer. Ich verstehe das. Können Sie machen, wir lösen damit das Problem nicht. Ich würde noch mal auf den Punkt eingehen. Nein, weil wir haben nämlich eine Menge Frauen, die in Teilzeit sind, die würden gerne mehr arbeiten. Und wir haben ein statistisches Problem, das, was Schülerik gesagt hat, ist ja richtig. Aber wir müssen genau schauen. Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf ist in der Tat gesunken. Das liegt aber daran, weil wir so viele Menschen in Teilzeit haben. Wir haben an sich viel mehr Menschen, die Arbeit nachgehen. Aber wir haben eine Menge, gerade Frauen, die sagen, ich würde gerne mehr arbeiten. Die haben aber keine Betreuungseinrichtung. Die können sich das einfach überhaupt nicht leisten. Das geht nicht aufgrund ihrer Lebenssituation. Oder viele junge Familien müssen pflegen, müssen die Kinder erziehen. Das heißt, wenn wir da was machen, mit dem, was wir jetzt im Koalitionsvertrag wirklich gut verabredet haben, zu investieren in Bildung, in Kitas, dann könnten wir diese Probleme auch lösen. Und dann würden viel mehr Frauen sagen, ich arbeite mehr. Weil ich lerne genug. Können doch beides machen. Können doch beides machen. Ja, das spreche ich ja auch nicht gegen, aber das ist doch an der falschen Stelle angesetzt. Wenn kulturell was verändert werden muss, fällt mir natürlich das sofort auf, was Moritz Scholarek eben auch genannt hat, nämlich das Ehegattensplitting, ein Gesetz von 1958. Die SPD wäre offen, das zu ändern, weil wir ja diese Struktur, die man damals hatte, nämlich ein gängiges Hausfrauenmodell, so nicht mehr haben in Deutschland. Wie offen ist die CDU kulturell dafür? Also am Ende gibt es gar nicht in der Berechnung so einen großen Unterschied. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ich habe immer ein Problem jetzt vom Koalitionsvertrag abzuweichen, aber ich bin persönlich, ich bin persönlich ein großer Fan eines Familiensplittings. Ich glaube, das wäre notwendig in Deutschland. Frankreich hat so ein Modell. Man könnte anfangen, mit dem Grundfreibetrag für Kinder und Erwachsene gleichzusetzen. Ich möchte in einem Land leben, was Familien unterstützt, was Kinder unterstützt. Das machen wir viel zu wenig. Das wäre mein Modell. Aber jetzt lassen wir uns erstmal die Punkte im Koalitionsvertrag abarbeiten und dann können wir können Sie über schon mal diese mitnehmen, Punkte im Koalitionsausschuss vielleicht. Wäre das mehrheitsfähig bei Ihnen? Ja, oder? Nochmal, ich würde jetzt erstmal die Sache. Jetzt haben Sie mich erwischt. Ich glaube ja. Weil wir das in der Grundsatzkommission bei uns fürs Grundsatzprogramm diskutiert haben, da gab es eine Mehrheit und deswegen wäre das ein Modell, dieses zu machen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das kostet auch Geld, klar. Was Carsten Linnemann da bei Mieska vom Stapel lässt, ist eine Frechheit. Der Mann hat offensichtlich keine Ahnung vom echten Leben. Klar, es gibt Rentner, die noch im Büro sitzen könnten, die im öffentlichen Dienst mal ein paar Akten gestempelt haben. Aber was ist mit dem Maurer, der mit 63 die Bandscheibe ruiniert hat? Was ist mit dem Pflegepersonal, das 40 Jahre lang Rücken gemacht hat? Sollen die jetzt auch noch leisten, weil ein CDU-Funktionär meint, Deutschland sei zu bequem? Linnemann, das ist derselbe, der von 2002 bis 2006 in Ruhe promoviert hat, als Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung natürlich. Und danach ein Jahr Deutsche Bank Research. Keine Schweißperle, kein Schichtsystem, kein Stress, nur Schwarzkaffee und Steuergeld. Aber dann rausposaunen, dass die Rentner nicht genug leisten. Leistung ausgerechnet von einem, der noch nie in der Produktion stand, noch nie mit den Händen gearbeitet hat und garantiert nicht weiß, wie es sich anfühlt, mit 65 noch um 4:30 Uhr aufzustehen, um den Bus zu erwischen. Und was ist mit den 100.000 angeblichen Fachkräften, die seit 2014 ins Land geholt wurden? Sollen die nicht arbeiten? Wo sind die alle, Herr Linnemann? Stattdessen drückt man den deutschen Rentner noch ein bisschen mehr drauf, weil man weiß, der hält still. Aber so nicht mehr. Denn genau diese stillen Rentner, die man jetzt verhöhnt, haben dieses Land mal aufgebaut. Und jetzt erklärt man ihnen, dass sie faul sind. Das ist das wahre Gesicht dieser CDU. Und das, Leute, ist der Punkt, an dem man merkt, in diesem Land läuft gewaltig was schief. Statt Dankbarkeit für Jahrzehnte harter Arbeit gibt Spott von Parteikarrieristen, die noch nie in ihrem Leben einen Hammer in der Hand hatten.
Und während immer mehr Steuergeld für Integration und Fachkräfte im Wartestand rausgehauen wird, sollen unsere Rentner wieder ran. Das ist kein Sozialstaat mehr. Das ist ein Ausbeutestaat. Wenn ihr auch sagt, jetzt reicht's, Schluss mit diesen Elitengeschwätz, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was ihr von Lindemanns Aussagen haltet. Und wer meine Arbeit unterstützen will, einfach unten auf Supertanks klicken oder über PayPal, Link ist in der Beschreibung. Denn wer schweigt, macht mit und wir schweigen nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt laut, bleibt wachsam. Thank you.